Wir wollen jetzt nochmal so eine Ebene nach oben gehen, eine Ebene höher gehen, das Ganze nochmal ein bisschen weiter fassen, um zu erfahren, was steckt denn hinter der AX-Plattform. Die Infos darüber gibt uns heute Sebastian Best. Er ist Leiter der audiologischen Experten bei Signia und heute bei uns. Genau. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Danke sehr. Sebastian, die Standardfrage. Einmal, was machst du denn in deiner Position? Wie bist du auch vielleicht zu deiner Position gekommen? Ja, also ich bin jetzt seit mehr als 12 Jahren im Unternehmen und bin eigentlich so ein bisschen Quereinsteiger. Also ich habe Medientechnologie studiert. Das ist eigentlich nichts, was jetzt direkt zu Hörgeräten führt, aber eben von der Technologie schon verwandt ist, weil wenn man sich um Medientechnologie kümmert, dann geht es ja da eben gerade bei mir im Schwerpunkt auf Audiotechnik. Und eigentlich bei aller moderner Audiotechnik geht es ja darum, irgendwie ein akustisches Erlebnis zu transferieren an einen anderen Ort und es da wieder erlebbar zu machen. Und das halt irgendwie möglichst mit viel Begeisterung und man will ja möglichst auch die Emotionen dann übertragen, die beim echten Erlebnis eben da waren. Und ich habe eigentlich dann früh gesehen, dass die Technologie, die wir in den Hörgeräten haben, ja eigentlich eine ähnliche ist. Also wir haben Beamformer in den Hörgeräten, wir haben aber auch Kompression und irgendwie quasi Multiband-Kompression, also viele Kanäle kann man letztendlich sagen, wie man sie im Studio auch hat. Und es geht ja eigentlich auch darum, bei Hörgeräten den Leuten oder den Hörgerätenträgern wieder zu schaffen, dass sie eben mit Genuss im Leben teilnehmen können und eben eigentlich auch so Kommunikation genauso genießen können, wie wir das jetzt können. Und dann habe ich eben während dem Studium schon ein Praktikum gemacht. Damals war das ja noch Siemens in Erlangen und das hat eigentlich gleich gefruchtet, dass ich gesehen habe, es macht mir Spaß und es macht auch Spaß, Hörgeräte aus dieser Sichtweise zu sehen. Und es trägt mich eigentlich so ein bisschen bis heute, dass wir irgendwie denken, diese ganze Technologie muss dem dienen, dass der das Hörgerät später trägt, eben ein angenehmes Erlebnis hat. Also man ist so ein bisschen der Tonmeister oder Toningenieur im Hörgerät und muss da eben die Welt designen. Ja, und dann habe ich da angefangen nach dem Praktikum. Dann hatte ich halt, was so typischer Werdegang von einem jungen Ingenieur dann eben ist, dass man irgendwie verschiedene Arbeitspakete übernimmt. Das heißt, zum Beispiel, man kümmert sich um verschiedene Features im Hörgerät. Zum Beispiel entwickelt man dann mit anderen Kollegen natürlich immer zusammen den Feedback-Canceler oder das Kompressionssystem oder die Richtmikrofonie und solche Dinge. Und ja, so entwickelt man sich dann und dann kam es eben irgendwann zu dieser Teamleitung. Und da gibt es jetzt eben diese Audiologie-Experten und deren Job ist eben genau, letztendlich die Audiologie ins Hörgerät zu bringen. Das heißt, es gibt eigentlich eben ganz viele Kollegen, die bauen tolle Algorithmen und tolle Hardware und einen tollen Chip und solche Dinge. Das sind von uns letztendlich dann die Werkzeuge, die wir nutzen können, um dann zu entscheiden, was braucht jetzt der Kunde in einer bestimmten Situation. Also mittlerweile sind die Hörgeräte sehr komplex. Wir können ja in jeder Situation unglaublich viel wissen darüber, welcher Störlärm ist jetzt gerade oder bin ich gerade in der Kommunikation oder nicht und was für eine Kommunikation läuft da vielleicht gerade. Und dann braucht es ja eben Leute, die dann auch sagen, ja, und was brauche ich denn dann in der Situation? Und das ist eben genau unser Job, dass wir quasi alles, was irgendwo hörbar ist, kontrollieren, dass wir sagen, genau so soll das dann funktionieren in dieser Situation. Das wird definiert und das testen wir dann eben sehr viel und optimieren das iterativ immer weiter. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das heißt, du bist schon sehr lange in der Branche, du hast schon viele Plattformen auch miterlebt. Vielleicht mal spannend zu erfahren, wie beginnt denn so eine Reise für eine neue Plattform und vielleicht speziell auch, wie hat denn die Reise für die AX-Plattform begonnen? Ja, für mich ist das wieder so eine ähnliche Frage, die kriegt man öfter, so wie kommt ihr eigentlich auf neue Ideen oder wie entsteht Innovation? Und eigentlich finde ich, ist die richtige Antwort zu sagen, dass es dafür eine Atmosphäre braucht und da braucht es auch Menschen. Und ich habe halt das Glück, wirklich in einer Umgebung zu arbeiten, wo wahnsinnig viele Kollegen jeden Tag aufstehen und überlegen, wie sie Hörgeräte noch verbessern können. Und das ist halt eine tolle Atmosphäre, wenn da so ein Zug ist und jeder so motiviert ist und so viel Begeisterung vorhanden ist, dann diskutiert man halt auch jeden Tag irgendwelche neuen Ideen und so. Es ist natürlich nicht so, dass jede Idee gleich ins Hörgerät geht, weil das muss man nochmal, also es wäre schön, wenn jede Idee wirklich so gut wäre, dass man gleich was verbessern könnte. Aber so entstehen halt viele Ideen und dann kristallisieren sich eben Dinge raus und die funktionieren dann ganz gut. Und natürlich gehört auch dazu, dass man sich dann mit dem Thema eben sehr beschäftigt, sehr intensiv. Also zum einen muss man gucken, ein gutes Gefühl kriegen für den wirklich Schwerhörenden. Was hat der für Probleme mit der aktuellen Lösung, die es am Markt gibt und wo kann man sich verbessern? Und auf der anderen Seite muss man aber auch selber das Gerät dann eben sehr gut kennen, dass man sagt, ja, wie hören sich denn unsere Geräte an? Was machen die denn in der Situation? Und so passiert das eben auch, dass wir natürlich sehr oft in der Entwicklung die Geräte selber im Alltag tragen und selber auch überprüfen, macht das denn das Richtige? Und dann kommt man auch nochmal auf neue Ideen. Und so war es eigentlich hier so ein bisschen, dass wir zusammen in einem Café saßen und da eben gemerkt haben, dass
das eine Situation ist, wo ganz viele Schwerhörigen berichten, dass sie ganz schwer haben zu verstehen, obwohl es oft gar nicht so jetzt unbedingt so die ganz laute Kantine ist, wo man von allen Seiten quasi mit Lärm beschallt wird, sondern es ist eigentlich eine relativ ruhige Situation, wo man als Normalhörender denkt, naja, das müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Aber es ist dann eben so, wenn man sich das dann wieder genauer anguckt, dann muss man ja denken, dass man, wenn man jetzt einen Hörverlust hat, dass man quasi viel mehr Worte nicht versteht als wir. Also wir verstehen ja auch manchmal nicht Worte, aber wir können dann sehr gut raten, was dann passiert ist. Und wenn ich jetzt aber schon weniger Worte verstehe, dann kommt es halt eben sehr darauf an, dass ich in jedem Moment noch das Beste raushole. Und wenn jetzt halt in dem Café verschiedene Dinge passieren, die vielleicht kurzzeitig sind. Zum Beispiel genau in dem Schlüsselsatz oder in dem Schlüsselwort in einem Satz macht gerade der Barmann, der Barista die Kaffeemaschine an oder solche Dinge. Ja? Dann verliere ich halt ein wichtiges Wort und plötzlich fühle ich mich total unwohl in der Kommunikation, weil ich halt jetzt nicht weiß, was der eigentlich gesagt hat, weil ohne das Wort ist es halt nicht schlüssig und dann entsteht so dieser ganze bisschen krampfige Kommunikationsfluss, weil man möchte das ja irgendwie vielleicht erstmal überspielen. Man denkt dann, vielleicht weiß man es ja dann gleich und dann irgendwie so wird die Kommunikation unentspannt. Und da war eben für uns klar, wir brauchen eine Plattform, die halt auf solche kurzen Events super schnell reagieren kann. Also wir wollen ja eigentlich immer von der Signalverarbeitung das so machen, dass jedes Tool wirklich dann genutzt wird, wenn es wirklich gebraucht wird. Und es ist eben hier die Kunst, dass man sagen kann, ich brauche halt jetzt irgendwie von 0 auf 100 vielleicht ganz viel Support, vielleicht ganz viel Richtwirkung und vielleicht gleich im nächsten Moment wieder nicht, damit ich die Atmosphäre weiter nutzen kann. Und so haben wir dann überlegt, was bräuchte man dafür technisch, das übersetzt man ja dann. Ja, und letztendlich ist dann da die AX-Plattform entstanden, wo man dann letztendlich die ganze Signalverarbeitung eigentlich verdoppelt hat, weil man dann eben gesehen hat, ja, wenn ich das verdoppel und wenn ich versuche, diese Hemisphären zu trennen, dann kann ich halt plötzlich unabhängig was tun und kann Dinge auch bestehen lassen und andere sehr schnell dämpfen zum Beispiel. Und dann waren wir halt hier genau an diesem Punkt, man kann diese Sprache die ganze Zeit kristallklar im Vordergrund behalten, aber den Hintergrund halt dann irgendwie plötzlich sehr schnell dämpfen, ohne dass man das eigentlich merkt. Und das waren halt Dinge, die gingen vorher nicht und die bringen dann da halt einen wahnsinnigen Unterschied im Alltag, weil ich dann halt plötzlich einfach in dieser Situation mich viel wohler fühle und eigentlich gar nicht merke, dass das Hörgerät mir so viel hilft. Ja, wow, sehr spannend, ne? Einfach zu sagen, ich gehe in Alltagssituationen und ziehe mir daraus dann mein Wissen und so ist ja nun mal, die werden ja auch im Alltag genutzt. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, das Ganze so zu machen. Da ich schon mal einen Einblick bei euch bekommen habe, weiß ich, ihr forscht viel, es gibt viele Studien, auf welchen Annahmen, auf welchen Forschungsergebnissen basiert denn hier die Signalverarbeitung? Genau, also wir haben eigentlich ganz verschiedene Arten von Studien, also so das eine ist, was ich schon gesagt habe, dass wir natürlich selber Hörgeräte und so anhören, aber die Studie heißt natürlich, dass man mit Schwerhörenden zusammenarbeitet. Und da haben wir zum einen bei uns am Standort eigentlich einen ganzen Pool von Schwerhörigen, die wir einladen können, mit denen wir eigentlich, kann man sagen, so immer in Kontakt sind. Also da wissen wir, was Probleme die so haben und kennen die dann auch über die Jahre und da kann man ganz gut mit denen auch arbeiten und irgendwie mal neue Sachen ausprobieren, die man vielleicht noch sehr frisch sind. Wenn es dann in eine Phase geht, wo wir vielleicht schon ein bisschen genauer wissen, was wir tun, dann machen wir halt richtige Studien. Das heißt, das können wir auch bei uns machen, wo man dann halt eine größere Anzahl von Probanden einlädt. Und dann hat man aber immer noch die Wahl, dann gibt es natürlich manchmal, oder man muss eigentlich immer beides machen, man muss einfach einerseits untersuchen, wie fühlen sich die Menschen im Alltag mit dem Gerät. Und das andere ist natürlich, dass wir versuchen dann auch objektiv Dinge zu messen, die wir uns theoretisch vorgestellt haben. Jetzt zum Beispiel hier in dem Café, da will ich natürlich jetzt nicht nur wissen, fühlt er sich besser, das ist zwar schön, aber wir wollen natürlich auch messen, ist es denn jetzt auch wahr, dass das Mikrofon wirklich da was hilft und versteht er denn jetzt auch mehr Worte als vorher. Und da haben wir halt immer zweigleisig eigentlich verschiedene Studien. Also wir hatten jetzt auch hier bei der AX-Plattform verschiedene Studien in verschiedenen Ländern. Das war hier in Erlangen, aber auch in Dänemark und in den USA, wo eben Menschen die Leute die Geräte im Alltag getragen haben und wir sie dann da auch befragen konnten, wie zufrieden sie sind. Und wir hatten eben diese objektiven Studien, wo wir dann im Labor eher sind, wo wir dann eine reproduzierbare Szene brauchen und da eben drin testen, okay, da können wir das genau nachstellen. Jetzt haben wir so ein Café vielleicht simuliert und dann passiert was Lautes im Hintergrund und gleichzeitig misst man das Sprachverstehen oder solche Dinge. Und das war halt hier einfach toll bei diesen Studien, dass wir wahnsinnig gute Ergebnisse durch die Bank hatten. Und ganz am Anfang hat uns halt gefreut, die Spontanakzeptanz war einfach großartig. Also die Leute hatten die Geräte eigentlich eingesetzt und waren einfach spontan erstmal zufrieden damit, was ja nicht selbstverständlich ist, weil die Leute kommen von verschiedenen anderen Mitbewerbern vielleicht oder hatten vorher auch kein Hörgerät und die kommen einfach gleich damit zurecht und merken, irgendwie ist was leichter. Also wenn dann oft so Kommentare wie ich vergesse mein Hörgerät oder so, also so, dass man einfach merkt, ja, ist genau, was wir wollen. Es muss halt genau in dem richtigen Moment irgendwie was tun und woanders auch mal nichts, sodass man einfach wenig davon mitkriegt, aber eben leichtes Tragen hat, ein leichtes Tragegefühl. Ja, und dann eben auch in den objektiven Daten haben wir gesehen, dass es halt Situationen gibt, wo man durchaus doppelt so viel versteht wie vorher, weil wir halt jetzt so schnell reagieren können. Da sind halt andere Plattformen,
und auch von Mitbewerbern manchmal einfach quasi zu träge, weil man so schnell gar nicht, also man würde nicht, wenn jemand kurz mal die Kaffeemühle anschaltet, sagen, jetzt ist Speech and Noise oder irgend sowas. Ja. Aber jetzt können wir das halt, dass wir eben so schnell reagieren und in der Situation dann viel tun und dann ist einfach der Benefit halt sehr groß. Ja, toll. Ne? Das ist ja auch für euch schön zu sehen, gerade in den Studien, dass man gleich die Rückmeldung bekommt, weiß, die erste Akzeptanz ist super, wir haben hier deutlich besseres Verstehen. Gibt es denn so ein persönliches Highlight, wo du sagst, das gefällt mir super an den AX-Geräten, an der AX-Plattform? Ja, und das ist natürlich manchmal so, jetzt aus der Sicht in der Entwicklung, das ist jetzt recht technisch, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir haben viele Kollegen, die einfach mit sehr viel Leidenschaft dabei sind. Das sieht man halt jetzt gerade bei der AX-Plattform, wo man auch die Chance hatte, halt sehr viel anzufassen, dass man so in jedem Detail irgendwie sieht, da haben Leute versucht, so das Letzte rauszuholen. Ja, das fängt an bei der Eingangsstufe, die einfach viel transparenteren Klang halt als früher, sind aber auch dann noch sehr technischere Details. Zum Beispiel haben wir so eine, wir nennen das irgendwie Low Binaural Jitter oder Zero Binaural Jitter Technology. Da synchronisieren wir die Clock, die die Signalverarbeitung steuert, auf beiden Ohren. Ja. Und das sind eigentlich Dinge, die sind eigentlich relativ schwer zu machen. Man braucht halt einen sehr guten binauralen Link dafür und muss sehr viel Aufwand machen, dass diese Clocks sich dann synchronisieren. Aber das ist halt genau so ein Beispiel. Wenn man das tut, dann hat man halt nochmal so ein Quäntchen besser in der Lokalisation und ein bisschen bessere räumliche Wahrnehmung. Und das zahlt sich halt dann aus bei so einer Plattform. Und das sind halt sehr viele Kleinigkeiten, die sich so aufaddieren. Und die führen dann auch zu diesem Erlebnis, dass man dann sagt, jetzt klingt es irgendwie doch deutlich angenehmer als vorher. Macht nochmal dann so einen kleinen, feinen Unterschied einfach. Genau. Das heißt, ihr forscht viel, ihr macht viel. Gibt es denn so ein Highlight, was du uns schon teasern kannst, was so in der Zukunft vielleicht kommt? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, letztendlich sind natürlich die Themen Sprachverstehen sind immer noch unglaublich wichtig für uns, weil es natürlich in Zukunft immer weiter Situationen gibt, wo man sich da noch verbessern kann. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel in der Vergangenheit mal gezeigt, dass wir geschafft haben, teilweise in Situationen mit einem Schwerhörenden und dem Hörgerät eben besser zu sein, also besser im Verstehen als der Normalhörende. Und das sind natürlich Sachen, die uns irgendwie immer motivieren zu überlegen, wo kann ich denn in einer Situation, die auch für den Normalhörenden wirklich schon ziemlich schwer ist, dann eben noch eins draufsetzen und da auch noch besser sein. Ja, und die Richtung, die dann da natürlich mit reinspielt, neben dem, dass man viel über Technologie und Algorithmen nachdenkt, ist natürlich auch, dass man immer versucht, den Menschen besser zu verstehen. Also das war ja auch so der Schritt eigentlich so ein bisschen mit diesen On-Voice-Technologie, die wir hatten, wo wir einen Sensor eingebaut haben, wo wir dann wissen, okay, der spricht jetzt gerade selber, dann weiß ich schon mal, die Situation ist anders. Später haben wir dann diesen Motion-Sensor eingebaut, wo man dann schon weiß, okay, der bewegt sich gerade, der ist wahrscheinlich draußen und dann habe ich noch diese ganze Akustik-Sensor, da lerne ich noch mehr. Und ich glaube, in der Richtung gibt es halt einfach noch ganz viel, dass wir einfach viel mehr den Menschen kennen und dann quasi die ganze Signalverarbeitung immer mehr individualisieren können auf die persönliche Situation und auf die persönlichen Bedürfnisse. Und ja, da muss man gespannt sein, was da noch alles kommt. Das heißt, wir dürfen uns freuen, mit was ihr uns in den nächsten Jahren noch überrascht, was noch verbessert wird. Sebastian, vielen Dank für die Einblicke, was hinter AX steht, wie AX entstand und natürlich auch für den kleinen Teaser in die Zukunft. Danke dir. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.